Auch heute wieder live von den Farbe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Also Omega Healthcare, Wahnsinn, was für eine tolle Geschichte. Kaum sind 2-3 Monate vergangen, ist hier wieder ein Rebound passiert und ich erzähle euch gleich hier im Video, warum genau ihr jetzt in diese Aktie investieren sollt. Und es geht auch schon los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Es freut mich sehr. Ich habe hier ein Nachfolgevideo zur Omega Healthcare Investors, also der amerikanische REIT, der in Krankenhäuser und andere Healthcare-Einrichtungen investiert und damit sein Geld verdient. Unglaublich, was für ein Rebound. Die Omega Healthcare ist hier gestiegen in den letzten 4 Wochen um circa 10%. Wir schauen uns das gleich nochmal an im anderen Chart. Also year to date sind wir jetzt ins Plus gedreht. 11% hier und es ist unglaublich, also fantastisch, was die Zahlen jetzt machen und die Omega Healthcare ist in einer Trendwende. Ich würde sagen, die Omega Healthcare ist in einer Trendwende und das bedeutet also, wenn wir schauen, das ist also der erste Nachteil, den ich jetzt euch hier vorstelle und herausgearbeitet habe, ist, dass die Funds Available for Distribution, also die FADs, sind noch etwas zu hoch in diesem ersten Quartal. Aber wenn wir uns das hier weiter anschauen, also die sind ja 2022 etwas gesunken. Das Geld, was zur Verteilung zur Verfügung stand, auf 677,6 Millionen US-Dollar. Und das ist also hier eine Reduktion. Allerdings die Quote ist immer noch hoch. Im Quartal 1 sind wir jetzt bei 112% angekommen von den Funds of Operations, also die Payout Ratio liegt aktuell bei 112%. Also wenn man in der Vergangenheit zurückgeht, hier vor circa 5 Jahren lag das auch schon mal bei 112% und dann hat aber sogar im Jahr 2021 die Omega Healthcare Investors es geschafft, unter 100% das zu drücken und das wird wahrscheinlich auch wieder passieren. Also ist das nur ein erster Kontraindikator für Omega Healthcare, um dort zu investieren. Was sind die positiven Aspekte? Also in der Zwischenzeit verfügt die Omega Healthcare über eine sehr starke Bilanz, die weiterhin durch die Konsolidierung der fragmentierten Branche im Healthcare-Business-Bereich in den Vereinigten Staaten wachsen wird. Also es gibt dort eine Konsolidierungsphase und dort wird die Omega Healthcare genug Cash und genug finanzielle Mittel haben, um dort einsteigen zu können in andere Anlagen, die sie dann an Betreiber vermieten und so eben da ihr Geschäftsmodell sieht ja so aus. Zweiter Punkt ist, die Omega Healthcare ist also hier gut positioniert und es haben sich einige Betreiber erholt, die vorher eben ihre Mietzahlungen gestundet bekommen haben. Diese Betreiber erholen sich gerade und Omega Healthcare ist also gut positioniert, um dort mit diesen Betreibern Vermietungsgeschäfte einzugehen, ein Netlease-Geschäft durchzuführen. Das ist der Punkt 2. Punkt Nummer 3. Obwohl die Dividende ja derzeit nicht gedeckt ist, sieht es aber eben danach aus, dass wir im Verlaufe des Jahres hier eine Stärkung bekommen durch die eingehenden Mietzahlungen und die Erholung der Betreiber. Und damit hat sich auch schon gezeigt, dass wir in einer Trendwende stecken und der Omega Healthcare Aktienkurs ist von mittlerweile 26 € auf 28, fast 29 € nach oben geklettert. Das macht also ungefähr ein Rebound von 10% und absolut relativ Stärke des Aktienkurses zurzeit. Jetzt schauen wir nochmal in den Aktienkurs selbst. Dort können wir hier reingucken. So, ihr seht hier meine Position, die ich hier habe. Die Omega Healthcare Investors ist also, man sieht es am besten in dem 4-Wochen-Chart, war hier unten bei 26 € und ist also in der Spitze auf fast 29 € gestiegen und hat jetzt hier einen Rebound hingelegt von über 10% bis zu 12% in der Spitze. Aktuell sind es noch 10% hier. Und die Position, die ich hier aufgebaut habe,
Es sind momentan 5.216 Euro, die ich habe. Ich bin also ins Plus gedreht, war vorher im Minus. Ich habe da einen Durchschnittseinstiegskurs von 27,33 Euro. Die Dividende ist weiterhin bei 8,68%, was ja auch ein fantastischer, guter Wert ist. Und die letzte Dividendenzahlung, wisst ihr alle, die Investierzeit gab, Mitte Mai, genau, mit 61 Eurocent gab es die letzte Dividendenzahlung. Auf alle Fälle werde ich meine Position weiterhin ausbauen. Ich versuche, mein Ziel ist so 10.000 bis 15.000 Euro in die Omega Healthcare Investors zu investieren. Das ist natürlich alles in diesem Video, was ich hier heute sage, ist keine Anlageberatung oder Investmentempfehlung. Lest auch nochmal am Ende des Videos den Disclaimer durch. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung, dass wir hier bei der Omega Healthcare in einer Trendwende uns befinden und es sieht doch sehr gut aus für das Jahr 2023. Also Fazit, wenn es so bleibt bei der Omega Healthcare Investors, ist das ein Top-Investment und das erste Quartal ist viel besser gelaufen und das Management hat hier Top-Entscheidungen geschafft, auch die schwierigen Anlagen an neue Betreiber zu vergeben, die mittlerweile jetzt wieder gut laufen und die Mietzahlungen, die also ausstehend waren, gestundet waren, schaffte jetzt Omega Healthcare in seinen Cashflow und damit in die Funds Available for Distribution wieder hineinzupacken und mit oben drauf zu legen. Im Fazit zu sehen, es ist weniger wahrscheinlich geworden, dass es 2023 eine Dividendenkürzung gibt bei Omega Healthcare Investors. Sie ist natürlich immer noch möglich und kann passieren, dass wir im nächsten Quartal oder im Quartal 3 vielleicht doch noch eine Dividendenkürzung sehen. Aber wir stecken in einer Trendwende durch die Nachzahlungen, die erholten Mietnachzahlungen und die Übergabe aller Anlagen, die also in Schwierigkeiten steckten, an neue Betreiber. Es gab ja Betreiber, die sind entweder kurz pleite gewesen oder waren nicht mehr zahlungsfähig für die Omega Healthcare und diese Anlagen konnten an neue Betreiber übergeben werden und dieser Prozess scheint jetzt auch abgeschlossen zu sein. Deshalb, sagt mir mal, was denkt ihr, Omega Healthcare Investors weiterhin in der Trendwende? Wie weit würde der Kurs noch gehen für euch? Was habt ihr? Wie viel seid ihr investiert in die Omega Healthcare? Ich bin gespannt und hoffe, es hat euch gefallen, das Video und ich wünsche einen schönen Tag. Bis bald, macht es gut, ciao, ciao. Das war's auch schon in aller Kürze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Schaut euch nochmal das Video an, das ich vor ein paar Monaten gemacht habe zu Omega Healthcare. Und das Risiko einer Dividendenkürzung ist jetzt leicht gesunken und es sieht positiv aus. Also in diesem Jahr könnte es passieren, dass die Dividende halt stabil bleiben wird. Wir werden es sehen und lasst euch überraschen. Bis bald. Danke euch und bleibt investiert. Ciao, ciao.